Willkommen zu einem Tutorial in Cinema 4D 12 von Pixel Tutors. Mein Name ist Ralf Herbst. Kommen wir nun zu den Modeling-Objekten. Diese finden sich hier. Und ich möchte beginnen mit dem Array-Objekt. Dort nehme ich mal aus den Grundobjekten eine Figur und dieses Array-Objekt zeigt schon die Symbolik. Es gilt immer hier darum, um einen Mittelpunkt in einem Kreisform Objekte anzuordnen. Ich nehme mal diese Figur und stecke sie rein und Sie sehen dann direkt, dass ich bei dem Array also hier eine Kreisform erzeugen kann. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, die Anzahl zu erhöhen oder runterzusetzen, aber immer bis 2. Oder 1 ist halt ein Duplikat und kann so meine Objekte anordnen und kann sie aber auch hier mittels Amplitude und Frequenz verschieben. Das heißt, ich kann eine Kreisfrequenz in der Höhe machen und sagen, wie hoch soll oder niedrig soll meine Amplitude sein. Das dient natürlich später der Animation, wenn ich jetzt hier eine Frequenz einstelle und lasse hier im Abspieler mal die Zeit laufen, sehen Sie, wie meine Figuren tanzen. Das wäre aber, um solche Bewegungen in der Animation zu machen. Im Grunde geht man hin und macht keine Frequenz und wenn wir dann nämlich laufen lassen, haben wir keinerlei Animation. Ich möchte Ihnen ein praktisches Beispiel geben. Wir nehmen mal ein Bezier-Spline, gehen mal in die Seitenansicht und zeichnen uns hier so einen Stiel, ein bisschen hier. So. Und den setze ich natürlich Z und Y, den letzten Punkt, auf 0. Okay. Jetzt gehe ich in meine normale Ansicht und nehme einen Kreis. Ich möchte ja hier einen Stiel machen, achte darauf, dass XY ist und mache den Kreis dementsprechend klein. Dann nehme ich wieder einen Sweep Knob und stecke meinen Kreis hinein, also mein formengebendes und mein Spline. Jetzt werde ich natürlich den Kreis noch ein bisschen dünner gestalten für einen Stiel und möchte jetzt hier aber erreichen, dass sich die Form verändert, insofern, dass ich hier diese Skalierung eingeben kann am Ende. Oder wenn ich es andersrum mache, so. Kann also bestimmen, wie groß, ob mein Objekt dicker oder dünner wird. Und das soll jetzt mal einfach ein Stiel sein. Jetzt nehme ich eine Ebene. Auf diese Ebene werde ich jetzt ein bisschen schmaler machen. Mache mal meinen Stiel so lange unsichtbar, damit er mir nicht im Weg ist. Und lege hier ein Material auf. Nehme ein neues Material, gehe dort nach Farbe, sage Bild laden. Hier habe ich mir aus dem Internet so ein Bild vom Apfel genommen und da war ja auch hier so ein Stück Stiel drin, das habe ich mal freigestellt und habe das als PSD-Datei gespeichert mit einem Alpha-Kanal, so wie hier. Darum lade ich jetzt das gleiche PSD-Bild hier bei Alpha-Kanal rein. PSD-Blatt, dann sehen wir den Kanal. Dadurch ist der Rest des Blattes freigestellt und lege ich das jetzt auf, sehe ich hier mein Blatt. Ja, freigestellt. Sie sehen, da habe ich noch was vergessen freizustellen, aber das soll uns in dieser Übung jetzt mal nicht interessieren. Jetzt gehe ich hin und verforme mal mein Blatt ein wenig, indem ich das in ein Polygon wandle, gehe in den Punktemodus und nehme jetzt mal den Magneten. Den finden Sie unter Struktur, Magneten. Ein mächtiges Werkzeug und sehr interessant. Was kann ich jetzt hiermit machen? Ich kann also jetzt sämtliche Punkte ein wenig verformen. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach mal die Ecke hier so ein bisschen von meinem Blatt hoch. Hier ein bisschen, dort ein bisschen. Den drücke ich ein bisschen rein hier. Bekomme so jetzt ein Blatt, was ein wenig verformt ist und nicht mehr so gleichmäßig. Jetzt nehme ich das Array, ich nenne das mal Stiel, und lege mal das Array in ein Array. Jetzt muss ich aber aufpassen, meine Ebene hat ja einen Achspunkt und der ist in der Mitte.
Diesen möchte ich jetzt hier an diesen Punkt des Stieles verschieben, damit von dort aus gerechnet wird. Ich gehe in die Draufsicht und schalte mir hier auch das Grow Shading an. Dann gehe ich auf die Achsverschiebung und setze mir die Achse mal hier an diesem Punkt. Bisschen tiefer noch. Okay. Setze die Achse wieder fest. Das Array ist ja genau auf meinem Nullpunkt gekommen. Das heißt, setze ich jetzt mein Blatt da rein, habe ich von diesem Nullpunkt aus jetzt meine Blätter. Jetzt können wir den Stiel wieder einschalten. Ups, verklickt. So. Und gehen an das Array ran und sagen, den Radius wollen wir jetzt nicht mehr so haben. Das sehen wir jetzt so. Und jetzt kann ich hier halt sagen, wie das Ganze gestaffelt werden soll. Mit welcher Höhe. Okay, da hätte ich die Blätter jetzt verteilt. Jetzt möchte ich aber diese Blätter kippen. Und da komme ich auf die Idee, ja, ich nehme mein Blatt und drehe das Blatt mal in diese Richtung. Da passiert aber nichts. Also ganz wichtig ist hierbei, um eine Verdrehung im Array zu bekommen, können wir das nur über die Achsensymbolik. Ich gehe also auf meine Achse und sage jetzt, diese Achse will ich drehen. Jetzt muss ich natürlich mein Array ein bisschen höher stellen, weil der Stiel ist jetzt ein bisschen tiefer. Ziehe mein Array einfach was höher und hätte jetzt meine Blätter, die ein bisschen sehr groß sind natürlich, aber das soll ja nur mal ein Beispiel sein, um meinen Stiel positioniert. Ja? Das muss man natürlich viel genauer machen und ich kann das aber so halt wunderschön anordnen. Vielleicht ist das noch ein bisschen weit auseinander, ein bisschen näher ran. So, dann wird es auch korrekter. Ja? Dann kann ich natürlich die Anzahl der Blätter erhöhen oder runtersetzen. Je nachdem, was ich brauche, habe ich dann einfach mehr Blätter. Ne? Der Fehler sieht noch lustig aus, den werde ich mal bei Zeiten korrigieren oder mir ein anderes Blatt besorgen. Vernünftig freigestellt ist es auch nicht. Aber es dient ja nur dazu, um Ihnen mal zu zeigen, wie dieses Array funktioniert. Kommen wir zum nächsten Objekt. Und da haben wir das Bool, haben wir uns ja vorher zu Genüge angeschaut. Und da möchte ich die Spline-Maske nehmen. Dieses ist neu im Cinema 4D und ist mit die fantastischste Errungenschaft, finde ich, in diesen einfachen Grundobjekten. Warum? Früher musste man ein Plugin dafür kaufen, um solche Spline-Masken zu erzeugen. Und es ging aber auch nicht so komfortabel, wie die das jetzt von Maxon gelöst haben. Was kann ich damit machen? Es ist ähnlich wie ein Bool-Objekt. Sie sehen hier verschiedene Möglichkeiten, aber auch ein B nach A. Gucken wir uns das alles an. Ich gehe mal hin und nehme einen Kreisspline. Dann nehme ich einen weiteren Spline, ein Rechteck. Dieses Rechteck mache ich mal breiter und nicht so hoch. Das ziehe ich jetzt mal hier hin. Ich muss aufpassen, dass ich natürlich nur X bewege. Und kann jetzt hiermit eine Schnittmenge erzeugen. Also das war früher nicht so einfach, dass ich jetzt sage, ich setze den Kreis mal da rein. A plus B. Und erzeuge mir jetzt hiermit einen Spline, der diese Form bekommt. Das war viel Arbeit früher. Ist jetzt super gelöst und dann nehmen wir mal einen Extrude NURB und stecken das Ganze da rein. Ziehen jetzt mal das Extrude NURB ein bisschen in die Tiefe. Ich kann also wunderbar solche Geometrien erzeugen für die Architektur, Maschinenbau oder sonstige Objekte. Was kann ich jetzt hier noch einstellen? Ich habe hier A plus B und ich gehe mal hin und mache mal das Ganze aus. Also das Extrude NURB, um Ihnen hier zu zeigen, was wir jetzt hier einstellen. Wir stellen jetzt mal die nächste Möglichkeit ein, A minus B. Dann zieht er mir jetzt mein B, also das Rechteck, von diesem Kreis ab. Nächste Möglichkeit, B minus A. Ich benutze also jetzt den Kreis, um aus dem Rechteck was rauszuholen.
Dann haben wir noch a geschnitten b. Dann kann ich also sowas erzeugen. Und wenn ich jetzt mal hingehe, ich lasse nochmal auf a plus b, also auf das Standard, und gehe mal bei dem Rechteck hin und sage, ich möchte runde Kanten bekommen. Dann haben wir das jetzt hier und wir sehen, wenn wir das verschieben, wie das Ganze funktioniert. Ja, natürlich, wenn es rausgeht, aber rein theoretisch könnte ich auch so etwas schaffen. Oder wieder hier umändern. Das oder das jetzt. Und jetzt schiebe ich das Rechteck nochmal rein. Das hat ja gerundete Kanten. Also um so einen Radius hier zu erstellen, ein hervorragendes Mittel, diese Spline-Maske. Kann man also fantastische Geometrien mittels dieser Splines der fertigen erzeugen. Nehmen wir mal was anderes als das Rechteck. Nehmen wir mal hier ein Haarprofil. Stecken das jetzt da rein. Dann hätten wir jetzt in dem ersten Moment so etwas. Schiebe ich das jetzt raus und mache vielleicht mal da ein L-Profil raus. Könnte ich so eine Form da reinmachen. Jetzt steht das Ganze ja auf a minus b, a plus b. Da muss ich natürlich b bewegen. Und gehe mal hin und schalte das mal aus, um mein L jetzt zu verändern. Da könnte ich die Breite einstellen, die Höhe und aber auch hier so etwas erstellen. Dann bekomme ich halt, wenn ich das so anmache, habe ich jetzt was verschickt, a minus b, so ein Schlitz da rein. Also alles kein Thema, kann man wunderbar erstellen. Schauen wir uns jetzt die nächsten Möglichkeiten an. Ich lösche das mal und gehe jetzt hin und nehme und möchte Ihnen den Unterschied zwischen einem Symmetrie- und einem Instanzobjekt zeigen. Ich nehme ein Symmetrieobjekt, nehme einen Würfel. Ich lege hier mal ein neues Material auf. Bei Farbe lade ich mir mal das Bild von unserem Starbucks-Logo. Öffnen wir das mal. Einfach so als Farbe und ich lege dieses auf. Jetzt stecke ich meinen Würfel in das Symmetrieobjekt. Ziehe ich die auseinander und Sie sehen, was passiert. Es entsteht symmetrisch ein Abbild, aber dadurch ist meine Textur natürlich verschoben. Des Weiteren mache ich das Ganze, drehe ich dieses, wird sich mein anderes Objekt mitdrehen. Modelliere ich das in irgendeiner Form, geht das Ganze mit. Wo wird sowas in der Praxis eingesetzt? Später, wenn Sie modellieren. Ich möchte mal ein paar Beispiele zeigen. Dazu öffne ich mal einmal ein Wall-E, den ich mal für meinen Sohn gebaut habe. Da habe ich natürlich auch Symmetrieobjekte Kette, weil ich ja nicht so viel Energie da reinstecken möchte, diese Kette zu machen. So verhält es sich mit dem Kopf. Da habe ich auch Kopf rechts und links, um dieses komplexe Gebilde nicht zweimal zu machen. Und für die Arme brauche ich dann aber ein Instanzobjekt, weil ich möchte die ja unterschiedlich bewegen können. Dieses Instanzobjekt schauen wir uns gleich an. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Sie werden, falls Sie den Aufbaukurs gebucht haben, ein Auto modellieren. Hier ist der Anfang eines Flügeltürers, also eines 300 SL gebaut, und da sieht man hier Chassis und alles ist in Symmetrie. Man baut ja nicht beide Seiten. Schalten wir das Symmetrieobjekt aus, sehen Sie, wie es funktioniert, und genauso hier die Motorhaube. Ja? Die Türen gibt es auch noch irgendwo, auch als Symmetrie. Ja? Sehen wir hier. Und da können wir das auch also begutachten. Ein letztes Beispiel. Da können wir auch mal ein bisschen dran arbeiten. Ich nehme mal ein Gesicht, welches noch nicht fertig ist. Im Charaktermodeling werde ich natürlich auch nur einen halben Kopf erstmal bauen. Vorteil jetzt hier, alles, was ich deformiere und baue, ich nehme mal unter Struktur,
nehme ich mal den Magneten und ziehe hier mal was raus und Sie sehen, wie das symmetrisch funktioniert. Also alle Veränderungen, die ich rechts mache, würden auch auf der linken Seite funktionieren. Genug an Beispielen. Schauen wir uns nochmal an. Oh, jetzt habe ich das gelöscht, wollte ich eigentlich nicht. String W, schließen, nicht speichern. Also Symmetrie haben wir gesehen, und wenn wir dann gesehen haben, dass diese Textur oder bei Vol-I soll der Arm anders sein, ich gehe nochmal hier rückgängig und da habe ich ja diese zwei Objekte und schalte mir das mal eben unsichtbar. So. Jetzt nehme ich ebenfalls einen Würfel, lege noch einmal die Textur auf und nehme jetzt ein Instanzobjekt. Bei diesem Instanzobjekt wird gefragt nach dem Referenzobjekt Würfel. Normalerweise steht das nicht drin, weil er also angeklickt ist, kann ich das hier, ich nehme das nochmal raus, indem ich hier sage, ich möchte das Ganze löschen und ziehe einfach diesen Würfel hier rein. Jetzt kann ich also ein weiteres Instanzobjekt erzeugen, aber nur eine Instanz, das ist also ähnlich wie beim Duplizieren. Ich kann also eine Instanz nehmen und diese aber auch als Render-Instanz machen, wieder genau wie beim Duplizieren, hatten wir uns ja alles schon angeschaut. Der Vorteil ist jetzt hier, dass ich diese Objekte einzeln bewegen kann, also so auch meine Arme von Vol-I, dass ich keine Spiegelung in dem Sinne der Texturen bekomme. Kann also jedes dieser Objekte verändern, aber es ist immer noch eine Instanz. Das heißt, verändere ich meinen Würfel, kann ich das aber trotzdem mit dem Instanzobjekt machen. Wenn ich aber den Originalwürfel verändere, ja, Sie sehen, eben hatte ich beide an. Ich kann die also auch unterschiedlich modellieren. Das ist also der Sinn des Ganzen. Muss ich also vorher immer abwägen, ob ich jetzt ein Instanzobjekt oder ein Symmetrieobjekt brauche. Schauen wir uns das Metaball-Objekt an. Ein Metaball-Objekt ist eine Erfindung von Maxon und damals aber schon lange her und dient immer dazu, wenn wir Flüssigkeiten oder so was wie Kleber, also zähflüssige Flüssigkeiten erstellen wollen, aber auch Wasser, welches wir uns später noch anschauen, wenn wir den Wasserhahn in der Küche mal wirklich in Gang setzen, dass da Wasser rausströmt. Das kommt noch in einem späteren Tutorial. Ich nehme also jetzt ein Metaball-Objekt und nehme dort eine Kugel. Stecke ich diese Kugel, wird also in dem Metaball untergeordnet, dann habe ich hier eine Oberflächenstruktur, eine Editorunterteilung. Im Gegensatz, ich kann meine Kugel jetzt sogar auf 12 Polygone reduzieren und Sie sehen, es passiert nichts. Ich habe aber eine Reduktion beigeführt. Jetzt kann ich hier im Editor unterteilen, wie das Ganze später aussehen soll. Dann haben wir eine feine Unterteilung. Okay, ich lasse das aber nochmal stehen. Und was passiert jetzt hier? Ich gehe hin und sage, ich nehme eine weitere Kugel. Stecke diese Kugel ebenfalls dort rein und positioniere sie mal etwas außerhalb und dann sehen Sie schon, was hier passiert. Man bekommt also hier einen Übergang der Polygone und kann solche Flüssigkeiten gestalten. Wenn wir das rendern lassen würden, wäre das Ganze aber noch recht zackig. Es liegt aber jetzt nicht an meiner Unterteilung der Kugeln, die würde ich also immer reduzieren. Hier am Metaball wird jetzt entschieden, wie stark der Übergang zwischen diesen beiden sein soll. Das heißt, ich habe jetzt hier also die Möglichkeit, so einen Übergang zu schaffen, so eine zähflüssige Masse, wenn ich diese Einstellung hier im Editor auch heruntersetze. Wenn ich also jetzt mal nah ranzoome, sehe ich das Verschmelzen, dass also die Größenabstände, also die Polygone enger miteinander verschmelzen und somit eine glattere Kontur hier erzeugen. Hier haben wir noch eine dritte Funktion, das ist die Hülle. Und was kann man damit machen? Ich gehe mal hier auf 40 hoch, wieder, setze die zweite Kugel mal ein bisschen wieder runter. Und wir schauen mal ein bisschen so aus so einer Perspektive. Und hier kann ich jetzt die Hülle, wie diese Hülle immer mehr abnimmt,
Kann ich einstellen. Ich ziehe das mal ein bisschen auseinander. Jetzt habe ich den Radius hier verändert und habe nicht die Hülle verändert. So, 100, 100. Muss natürlich die Hülle verändern. Dann sehen Sie, wie diese Hülle hier zieht. Das macht aber natürlich Sinn, wenn wir jetzt mal hier diese Hülle was kleiner stellen und nehmen mal noch ein drittes Objekt hinzu, also eine dritte Kugel. Setzen die mit rein und ich kann jetzt hiermit feinere Strukturen erreichen und feinere Übergänge schaffen, als wenn ich das auf 100 stehen lasse und bekomme dann so ein Volumen, ein Herzvolumen. Ja? Das kann ich also hier viel, viel besser einstellen und habe so eine bessere Feinstrukturierung. Exponentielle Abnahme hier bedeutet natürlich die Anziehungskraft der Objekte untereinander. Das heißt, wie stark die Abnahme, wann das schneller abreißt hier. Funktioniert natürlich hier, Sie sehen, dann wird der Abriss also stärker stattfinden, sondern exponentielle Abnahme bedeutet ja immer, dass etwas exponentiell schneller abnimmt und somit habe ich halt einen rasanteren Abstieg des ganzen Abriss hier dieser Objekte. Das kann ich also damit auch erreichen. Ist also diese Abnahme aus, haben wir eine lineare Abnahme und das sehen wir jetzt wieder hier, dass also schneller, nicht schneller, sondern ein linearer Abriss stattfindet und exponentiell sich also schneller der Nulllinie des Nullpunkts ändert. Müssen wir hier nochmal ein- und ausschalten. So, dann sehen wir das jetzt hier, wie das also abnimmt. Neben der Möglichkeit, Polygonobjekte einzusetzen, haben wir auch die Möglichkeit, Splines zu benutzen. Ich gehe mal in die Ansicht von oben, F2, und zeichne mir mal hier ein Spline. Ich will mal ein bisschen vorher nochmal anders anordnen. Den setze ich mal hier so hin. Die mittlere schiebe ich mal hier ein bisschen rein. Aber eigentlich ist das so okay. Und zeichne mir jetzt hier mal einen Freihand-Spline. So hier dadurch. Naja, mach nochmal rückgängig. Verfolge mal hier so einen Spline mit einer Kurve. Den schiebe ich jetzt rein, einfach in mein Metaball-Objekt und Sie sehen, ich habe jetzt hier also den Spline benutzt, um das Ganze zu formen. Etwas versteckt bei den Metaballs gibt es die Möglichkeit jetzt hier in diesen Bereichen die Anziehungskräfte unterschiedlich gestalten zu lassen. Und Sie kennen ja schon ein Tag, das ist zum Beispiel ein Font-Tag, ein Textur-Tag. Und dort gibt es hier bei dem Metaball auch ein Tag. Und da sagen wir, hier gehen wir in Cinema 4D Tag und schauen mal, wo wir das Metaball Tag haben. Jetzt können wir hier noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Natürlich muss ich hier das nicht auf dieses Objekt legen, sondern auf ein Objekt, welchen Einfluss ich geltend machen will. Und nehme jetzt hier das Metaball-Objekt und kann jetzt hier sagen, wie stark dieser Einfluss sein soll. Den Radius setze ich den mal nach 0 oder bringe ihn hoch. Den Radius des Einflusses, setze das mal hier so ein bisschen hin. Und dieser Radius bringt sich natürlich sehr gut, wenn man jetzt einen negativen Einfluss nimmt. Ich muss aber, um das Ganze hier mal zu zeigen, damit man das richtig sehen kann, diese Hülle mal verändern. Machen wir sie mal ein bisschen kleiner, sagen wir mal ein bisschen feiner. So. Und jetzt können wir hier nochmal in das Tag gehen und dann können wir das auch besser sehen, diese Einflüsse hier. Ja, dann wird das voluminöser. Aber ich kann auch den negativen Einfluss nehmen. Das hat jetzt den Vorteil. Ich nehme diese Kugel und kann diese Kugel benutzen, um sie hier frei durch mein Objekt zu bewegen. Ich habe das falsche Werkzeug an. Okay, dann kann ich das also auch besser bewegen, um den Einfluss hier für Animationen, solche Möglichkeiten zu erstellen. Ein sehr tolles Werkzeug. Bin jetzt natürlich ein bisschen weit hochgegangen, muss natürlich aufpassen,
dass ich das nur in die richtigen Richtungen verschiebe, ne? Dann funktioniert es auch. Aber das kann man ja animieren und damit kann ich irgendwelche Sachen wie etwas durch eine Ader fließt oder durch Rohrleitungen darstellen. Schauen wir uns das Symmetrieobjekt noch einmal an. Da will ich noch mal was zeigen. Habe ich noch eben etwas vergessen, was interessant ist. Ich nehme einen Würfel und konvertiere ihn mal in ein Polygon. Dann gehe ich in den Kantenmodus, ziehe mal diese Kante einfach etwas runter. Bekomme ich ja so ein Gebilde. Jetzt möchte ich die Innenfläche, wenn ich also eine Symmetrie hier verbinde, ich nehme mal ein Symmetrieobjekt, stecke den Würfel da rein, muss jetzt die Richtung mal ändern. Ja, so funktioniert es nicht, das ist schon richtig, muss sie jetzt nur auseinander aus der Mitte ziehen, weil es steht ja noch mein Objekt hier genau dran. Jetzt habe ich mein Symmetrieobjekt bewegt, natürlich sollte ich meinen Würfel bewegen. No, der will mich jetzt ärgern. Gehe ich nochmal auf die Symmetrie. Da habe ich Z und Y. So, jetzt möchte ich, dass das hier verschmilzt. Also mit einer Position von 100 müsste es ja genau stimmen, weil mein Objekt jetzt 200 ist. Da sollte ich aber jetzt hingehen, damit das richtig hier mit einer Toleranz verschmilzen kann, brauche ich also, dass diese Fläche gelöscht wird. Gehe ich in den Flächenmodus, klicke meinen Würfel an, selektiere diese Fläche. Jetzt ist wichtig, wenn Sie hier Ihren Mauszeiger haben und drücken Entfernen, wird Ihr Objekt gelöscht. Habe ich hier irgendwo meinen Mauszeiger, wird also die Fläche gelöscht. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wo man gerade den Mauszeiger hat, so als kleiner Tipp am Rande. Und damit habe ich jetzt hier eine tolerante Fläche, die also wirklich das symmetrisch mit dieser Toleranz verbindet. Und wenn wir das dann in einen NURB stecken, klappt das also hervorragend. Anders ist es, wenn wir das Objekte oder wir benutzen dieses Mal. Das Symmetrieobjekt spiegelt mir ja, haben wir ja eben gesehen, schon immer mein Objekt hier ran und ich dupliziere mir dieses Mal und drehe jetzt 1 um 90 Grad oder 180 Grad, aber nicht im Flächenmodus, sondern hier 180 Grad. Und schiebe es auf minus 100. Dann habe ich es ja genau dran sitzen, aber sie sind noch nicht verbunden. Und hier tritt jetzt dieses Verbinden-Werkzeug oder Objekt in Kraft und wir unterordnen diese beiden Objekte und er verschmilzt auch dieses mit der Toleranz. Ja? Das ist also eine hervorragende Möglichkeit. Schauen wir uns das nächste in diesem Tutorial an. Das ist die Arbeitsebene. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Haus gebaut und das soll mal eine Etage von einem Haus sein. Und Sie wünschen jetzt, ich setze diese auch mal mit Drop it on the floor auf den Boden. Jetzt ist das Objekt ja genau 200 hoch und wir nehmen uns jetzt hier eine Arbeitsebene. Das sagt das schon und wir bekommen eine neue Ebene und die stellen wir mal auf 200. Dann passiert Folgendes, dass alle Objekte, die ich ab jetzt hinzufüge, genau hier wieder auf 0 kommen. Das ist also wie eine Ebene. Ich kann die hier auch ausschalten, dann sehe ich wieder die untere Etage, die obere Etage. Natürlich muss ich jetzt, wird das Drop it on the floor nicht funktionieren, weil das richtet sich wirklich nicht an Arbeitsebenen, sondern ich müsste jetzt also hingehen, das jetzt noch 100 höher setzen, also auf 300. Aber ich hätte meinen Bezugspunkt jetzt eine Etage höher gesetzt und kann somit hier mit Arbeitsebenen arbeiten. Nehmen wir das nächste, das ist ein Atomarray. Das ist hervorragend, um tolle Strukturen zu machen. Ich gehe mal hin und nehme mal eine Kugel und setze das da rein. Dann bekomme ich hier so ein Atomarray, womit ich also alle Grundobjekte reinstecken kann und kann jetzt bei dem Atomarray verschiedene Eigenschaften ändern, wie den Zylinderradius, das sind diese Zylinder in der Mitte, und auch den Kugelradius. Da kann man also hervorragend mal schnell Objekte mitmachen. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen. Ich nehme mal einen Kegel. Den Kegel mache ich oben einen Radius, aber ein bisschen größer und die Höhe ein bisschen. Dann
gehe ich hin und unterteile diese Segmente und Segmente im Umfang, so dass ich fast Quadrate bekomme. Jetzt gehe ich in die Deckflächen und schalte diese aus. Dann ist das Ganze offen. Legen wir jetzt ein Atomarray da rein, oder vielmehr ordnen wir diesen Kegel dem Atomarray unter und gehen bei dem Atomarray hin und müssen natürlich jetzt den Kugelradius erstmal was runterdrehen, den Zylinderradius ein bisschen runterdrehen, ganz fein. So. Was haben wir jetzt hier? Entweder ein Basketballkorb oder ein Papiermülleimer, so wie sie draußen im Park stehen. Also man kann da ganz schnell irgendwelche tollen Strukturen mit erzeugen, unseren Basketball da reinwerfen. Und dann hätten wir das erreicht. Okay, das zum Atomarray. Können uns da vielleicht noch, was können wir mal noch machen? Pyramide. Legen da noch eins rein. Stecken das mal rein und dann bekomme ich halt solche Objekte. Jetzt liegt es immer daran, wie viel Segmente ich habe, um andere Strukturen hier zu erzeugen. Ne? Und dann könnten wir da solche Gebilde draus schaffen. Ne? Das sieht aus wie ein Four Les Halles in Paris. Da gibt es so eine Glaspyramide, um ein bisschen Struktur da reinzubringen. So, das soll es mit den Modeling-Objekten sein in diesem Tutorial für heute.